In diesem Video zeige ich dir, wie du mit Photoshop ein Muster erstellen kannst. Ja, wir haben ja hier auf diesem Kanal schon ein paar Muster erstellt. Wir haben das mit Affinity Designer gemacht, verlinke ich hier. Und wir haben das auch mit Adobe Illustrator gemacht, verlinke ich ebenfalls hier. Jedes Programm hat seine Vor- und Nachteile. Im Moment muss ich ehrlich sagen, ja, es geht überall, aber Illustrator ist doch mein Favorit, alleine schon, weil der Versatz schon drin ist, ne? Das Ganze sehr viel einfacher wird. Aber nichtsdestotrotz, es funktioniert auch in Photoshop und Photoshop hat einen ganz großen Vorteil. Es ist ein sehr mächtiges Programm und es kann auch Muster erstellen. Das ist neu. Ja, Muster erstellen ging früher auch schon, aber halt diese Endlosmuster, das ging nicht. Aber wenn die ganze Welt über Muster redet, dann packt Photoshop diese Funktion eben auch rein und die will ich dir nicht vorenthalten. Hier haben wir allerdings nicht den Versatz drin, den müssten wir uns auch wieder erst einbauen sozusagen, aber nichtsdestotrotz ein Muster erstellen, das kriegen wir auch in Photoshop hin. Und wir gehen dazu jetzt erst einmal an den Rechner und ich zeige dir, wie das funktioniert. Ich habe jetzt einmal Photoshop geöffnet und du siehst hier schon, ich soll ein neues Dokument erstellen. Das mache ich natürlich gerne und ich erstelle eine Vorgabe. Das heißt, das kann ich dann immer wieder benutzen, wann immer ich ein Muster erstelle. Deswegen nenne ich das Ganze jetzt auch mal Muster. Und ich mache das in 1000 mal 1000 Pixel. Das ist relativ klein, aber viel mehr brauchen wir jetzt gar nicht, weil sich das Ganze ja immer wiederholt. Es ist kein Vektor, es ist eine Pixelarbeit, die wir hier machen. Aber nichtsdestotrotz wird das Ganze hier immer aneinander gesetzt. Ja? Deswegen ist es nicht so wichtig jetzt, ob wir Pixel oder Vektor haben. Das wird nur wichtig, wenn wir es richtig groß haben wollen, weil dann müssen wir natürlich auch richtig groß arbeiten, was wiederum den Computer an seine Grenzen bringen könnte. Egal, ich habe jetzt hier mal 1000 mal 1000 Pixel, ich habe das Ganze in 300 dpi und ich nehme hier als Farbmodus CMYK, einfach schon, weil das Ganze vielleicht mal gedruckt werden soll. Ja? Und sobald das fertig ist, klicke ich hier unten rechts auf Erstellen. Und jetzt geht es nur noch darum, die Elemente in Photoshop reinzuholen und auf meinem Dokument zu platzieren. Und das mache ich jetzt hier einmal. Jetzt hier einmal auf den Ordner und ziehe alle ausgewählten Elemente hier rein und platziere die auch gleich. Womit ich anfange, ich packe das Ganze hier direkt an den Rand. Ich verkleinere das ein bisschen, packe das Ganze hier an den Rand und wenn ich damit zufrieden bin, dann doppelklicke ich und dann kommt das nächste. Sehr praktisch. Warum ich das hier an den Rand mache, das zeige ich dir gleich genauer, aber erst einmal ist das schon eine schöne Sache, weil ich dann den Rand gleichmäßig besetzt habe und mich dann nur noch um die Füllung des Innenlebens von diesem Muster kümmern muss. Ja? Also deswegen fange ich hier links an und wechsle dann nach rechts, unten oder oben, ganz egal. Aber erst einmal ja, packe ich erstmal meine Elemente hier so hin. Ob ich das so behalten möchte oder noch verändern, steht auf einem anderen Blatt Papier. Das können wir gleich entscheiden. Aber erst einmal ja, kommen die jetzt hier so rein. Also alle Elemente, die ich eben ausgewählt habe, die habe ich jetzt hier in meinem Dokument. Und die kann ich auch erst einmal hier platzieren. Ich lasse immer noch relativ viel frei. Ja, vielleicht packen wir die Wolke mal hier oben hin. So. Das Schöne daran ist, das ist jetzt alles als Smart Object importiert. Das heißt, ich muss das auch nicht verwandeln in Smart Objekte, sondern ich habe direkt welche. Und das ist ganz gut, weil wenn ich das gleich als Mustervorschau anzeigen möchte, dann sagt er mir auch, dass er gerne ein Smart Objekt haben möchte. Jetzt fehlen mir hier sogar noch ein paar. Aber kein Problem. Ich kann einfach hier Elemente duplizieren. Also klicke ich eins an. Du siehst jetzt hier in der Ebenenpalette, dass diese Ebene unterlegt ist. Und hier siehst du auch, dass es ein Smart-Objekt ist. Wenn du das nicht siehst, dann kannst du hier immer dir die Elemente öffnen, also die Fenster öffnen. Dann gehst du einfach hier auf Fenster und dann auf Ebenen und dann kannst du natürlich auch die Ebenenpalette öffnen. Jetzt habe ich mir das hier ausgewählt, gehe jetzt auf Command J
und dementsprechend habe ich das Ganze dupliziert und hier noch ein zweites Blatt, was ich jetzt hier unten hinpacken kann. Erstellt. So, ich lasse es jetzt erstmal so. Und jetzt gehen wir hier unter Ansicht und Mustervorschau. Und jetzt nörgelt er erstmal rum, ne, dass er gerne überall Smart Objekte hätte. Haben wir schon, deswegen mache ich hier ein OK. Und er erstellt mir schon mein erstes Muster. Jetzt kann ich schon mal sehen, was hier ja sehr wahrscheinlich falsch laufen könnte. Erstmal zoome ich einmal raus, damit du das ganz sehen kannst. Ja, also es ist ja noch kein spektakuläres Muster, aber du siehst schon, wir haben die Umrandung, wir haben schon mal da. Ja, ich gehe wieder rein. Du siehst, hier sind ein paar Fehler drin. Ja, also hier, das kann uns nicht gefallen, deswegen ziehe ich mal die Wolke ein bisschen nach unten und ja, gehe hier noch mal entlang. Hier diese Sache, das gefällt mir natürlich auch noch nicht. Das überschneidet sich mit dem anderen. Ziehen wir auch mal weg. So, das ist schon mal das allererste, was ich hier machen muss. Und jetzt geht es darum, das ganze Dokument hier zu füllen. Also alles, was in diesem blauen Rahmen liegt, wird jetzt hier von dir gefüllt, irgendwie. Ja, natürlich schön, hoffe ich doch. Und dann ist dein Muster schon fertig. Ja? Also jetzt ganz einfach gesagt, ich klicke hier auf ein Objekt drauf, drücke Command J, habe das damit dupliziert und du siehst schon, hier sind ganz viele. Das wird nämlich direkt vervierfacht, verfünffacht, verhundertfacht und ich habe hier direkt meine ganzen Elemente drin, also auch außerhalb des Dokuments. Wenn ich jetzt wieder rauszoome, dann siehst du, dass dieses Objekt hier immer direkt drin ist und überall auch zu sehen ist. Je interessanter ich diese Sachen natürlich jetzt platziere, desto weniger fällt es auf, dass sich das hier um ein Muster handelt. Ganz speziell, weil es ja hier jetzt keinen Versatz gibt. Ne? Dadurch habe ich ja jetzt das Problem, dass ich immer dieses Repeat, also diese Wiederholung des Musters, ja, das sehe ich. Ne? Aber wenn ich das jetzt ein bisschen clever anstelle, das heißt, wenn ich mir jetzt mit ja, der Erstellung des Musters wirklich Zeit lasse und gucke, dass sich das hier nicht alles so wiederholt. Oder hier, das ist natürlich auch ungünstig, dass direkt zwei aufeinander davon stoßen. Also ziehe ich das nochmal weg und packe das ganz woanders hin. Dann sieht das Muster eigentlich ganz schön aus. Vor allen Dingen, weil wir hier so eine Variantenreichtum an Elementen haben. Ja, also eben dieses eine hier, Command J und dupliziere das hier. Na, das anzufassen ist dann das Problem. Warum? Einfach nur, weil die Sachen ja Löcher haben sozusagen. Ne? Wenn ich das jetzt, du siehst, jetzt habe ich hier ganz viele davon angefasst. Also wir nehmen jetzt erstmal, ich zoome mal rein. Und da siehst du auch schon, ne, es ist pixelbasiert, also wird es unscharf. Aber ich kann es jetzt anfassen und hier neu reinziehen. Jetzt gehe ich wieder raus und platziere das. Das Ganze dauert jetzt ein bisschen, bis das irgendwie alles so ist, wie ich das haben möchte. Also werde ich jetzt mal hier das Video abstoppen und du kannst das gleich anschauen, wie das fertige Ergebnis aussieht. So, ein letztes Element will ich hier nochmal platzieren, bevor ich hier nochmal rauszoome und mir das Ganze angucke. Ja, es dauert seine Zeit einfach. Ne? Man hat ein Muster nicht mal eben erstellt. Es ist ganz wichtig, dass du das auch ja dir immer wieder vor Augen hältst. Ne? Auch das zu erstellen dauert seine Zeit. Ne? Abgesehen davon, dass du die ganzen Elemente alle einzeln haben musst, du musst natürlich auch das richtig platzieren. Und es ist nicht mal eben gemacht. Jetzt sieht es eigentlich erst einmal gut aus. Was ich dir aber zeigen will, ist, ja, dass es noch nicht gut ist. So, also wir gehen einmal raus, Command Minus und du siehst, hier ist es noch nicht perfekt. Also hier müsste man noch mal ran. Hier ist es ein bisschen leer, hier sind zwei Sonnen übereinander. Vielleicht
packt man noch was dazwischen, bevor man wieder, also erst einmal so für den ersten groben Eindruck, ja, da geht das, ne? Aber im Großen und Ganzen, nein, so richtig fertig ist es noch nicht. Was ich jetzt machen muss, ist, ich muss das Ganze als Muster speichern. Und das kann ich natürlich in Photoshop prima machen. Du siehst auch hier, wenn du hier nochmal guckst, dann sieht man hier ganz genau, dass hier das Muster anfängt und also hier das Muster ist, ja. Und das will ich natürlich raus haben, ne? Im Großen und Ganzen versuche ich das auch in Photoshop zu minimieren. Also, ich gehe auf Bearbeiten und gehe dann auf Muster festlegen. Und gebe der Sache einen Namen. Ich sage jetzt einfach mal Boho. Und klicke OK. Und damit ist die Sache eigentlich schon erledigt. Wenn ich jetzt das Ganze hier schließe, dann habe ich natürlich das Ursprungsdokument nicht mehr und kann nicht mehr darin arbeiten. Jetzt kann ich das so machen, ich kann hier einfach wieder reingehen, kann hier neue Elemente platzieren oder die umplatzieren und kann das dann wieder als Muster abspeichern. Wenn ich das jetzt schließe, kann ich das nicht mehr. Also werde ich mir diese Datei auch nochmal speichern. Also Mustervorlage sozusagen auf meinem Computer. Nein, als Cloud-Dokument möchte ich das nicht. Ich mache das auf meinem Computer und nenne das einfach ja Boho. Jetzt Muster heißt ja die Vorlage, also nenne ich das einfach Boho. Und das Ganze packe ich mir hier auf den Schreibtisch und sage sichern als PSD-Datei. Damit kann ich es immer wieder ändern. Wenn ich jetzt ein neues Dokument mache, ja, also ich mache jetzt das mal zu und sage jetzt hier neue Datei. Und ja, ich kann jetzt hier auch mal eine 2000er anlegen, damit du direkt siehst, wie das aussieht, wenn es ein bisschen größer ist. Und dann sage ich hier mit Muster füllen. Also ich bin hier in der Ebenenpalette, gehe hier auf den Kreis und sage hier Muster. Und jetzt wird irgendein Muster ausgewählt, was hier schon in Photoshop drin ist und natürlich auch meins, was ich gerade hier abgespeichert habe. Das kann ich hier auch in verschiedenen Ordnern tun. Geht jetzt zu weit, ich lasse es jetzt erst einmal so. Hier kann ich jetzt noch das Ganze skalieren, das heißt, ich kann es jetzt auch kleiner machen oder ich kann es auch größer machen, je nachdem, wie ich das haben möchte. Also ich mache es jetzt einfach mal hier auf 100% und klicke dann OK. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja, ein erstes Muster. Es ist auf jeden Fall ein Endlosmuster. Das kannst du hier schon erkennen. Hier ist ein Teil der Wolke, der hier fehlt. Also es ist ein Endlosmuster. Ob es jetzt ein besonders gutes Endlosmuster ist, ja, das lasse ich nochmal dahingestellt sein. Wie gesagt, es sind noch ein paar Fehler drin. Die müsste man noch ausmessen. Aber im Großen und Ganzen, so funktioniert die Mustererstellung in Photoshop. Und damit kannst du natürlich dir auch digitale Produkte erstellen. Natürlich nicht nur mit einem Muster. Aus diesen 20 Elementen, die ich jetzt hier habe, machst du am besten ja 10, 15, 20 Muster und die kannst du dann als Set verkaufen. Oder bei Society6 kannst du dir auch eigene Produkte damit erstellen. Natürlich auch bei Redbubble und wie sie alle heißen, geht das alles. Und ja, damit kann man richtig schöne Sachen machen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn dem so ist, dann abonniere doch unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss nicht auf den Like-Button zu klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.